인종차별 때문에 말이 참 많아요. Gibt das Flieger oder Flugzeuge und so in Afrika? Dann habe ich gesagt, na, ich bin geschwommen. Ne? Dann sagte meine Frau zu mir, das Kind weint die ganze Zeit und irgendwas stimmt nicht mit ihr. So. 네, 안녕하세요. 유로킨입니다. 네, 오늘은 얌가 씨를 모시고, 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 할로. Guten Tag. 예, 얌가 씨를 모시고 저희 유로킨 TV에서 요즘 인종차별 때문에 말이 참 많아요. 예, 인종차별에 대해서 겪은 일들을 조금 얘기하고 거기에 대한 어떻게 대처해서 이렇게 씩씩하게 20년 정도 여기서 살아가고 계신지 예, 알아보겠습니다. 네. Sie sind ja schon hier 20 Jahre hier in Deutschland, ja? Ja, so Ja. über 20 Jahre, ja, kann man sagen. Ja. Also wenn ich Sie sehe, Sie sind ja immer fit und fröhlich und so, man kann nicht denken, dass Sie irgendwas so rassistisch was erlebt haben. Ja, danke schon mal für das Kompliment. Dass ich fröhlich bin und so weiter, ich glaube, das ist, kann ich sagen, das ist von meiner Natur hier und da, wo ich auch herkomme, dass die Leute immer diese Ausstrahlung haben und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich würde nicht sagen, dass ich noch nie Rassismus erlebt habe, weil als Ausländer oder als Schwarzer in meinem Fall, das erlebt man tagtäglich, also ja, jeden Tag. Wenn ich mich so ausdrücken darf, alleine der Blick, wie ich immer sage, wenn der Blick töten könnte, dann wäre ich heute, also für viele auch Ausländer oder viele Schwarze auch, heute schon tot, ne? Weil das weiß ich auch manchmal. Ja. Das ganz so runterkochende Blick, ja. Ach, das ist jeden Tag, auf der Arbeit, auf der Straße, egal wo man ist. Das ist diese Blicke. Und ja, wenn man über 20 Jahre in einem Land, also wie Deutschland lebt, man ist damit konfrontiert und man muss halt versuchen, damit klarzukommen. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Leute so einen Fragenkatalog hatten. Ja? Als ich Student war, egal in welcher Stadt ich war, ne? Das kamen immer die Fragen, woher kommen Sie, wie lange sind Sie schon in Deutschland, wie lange bleiben Sie und wann glauben Sie dann, wann Sie zurückkommen. Ich bin in verschiedenen Städten gewesen, aber das kamen immer dieselben Fragen. Und ich fand das manchmal so ein bisschen nervig, aber auch ein bisschen lustig. Und dann habe ich auch angefangen, die Leute zu fragen, auch Deutsche und so weiter, woher kommen Sie, wie lange bleibst du in der Stadt und, und wie lange planen Sie hier zu bleiben und wann gehen Sie zurück. Und was haben die geantwortet? Und sie haben gemerkt, die stellen auch dieselben Fragen. Na? Und die fanden das irgendwann nicht mehr lustig und dann haben sie aufgehört, mir solche Fragen zu stellen. Ach so. Oder mehrere Geschichten, zum Beispiel die Fragen, wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Die Leute waren immer verwundert, dass ich gesagt habe, ich bin geflogen und so weiter. Dann kam die Frage, ja, gibt das Flieger oder Flugzeuge und so in Afrika und Kamerun? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und sie haben nicht geglaubt. Und dann kam immer die Frage, wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Dann habe ich gesagt, na, ich bin geschwommen. Ja, ich bin geschwommen und dann bin ich irgendwie in Marokko angekommen, durch die Wüste gelaufen und dann wurde von Polizei verfolgt und irgendwann, ich weiß nicht, bin ich ja in Deutschland angekommen. Sind Sie Flüchtling? Ich sage, ja, aber ich habe auch studiert. Oh, wie kommt das? Na? Oh. Und solche Sachen, oder wenn man lebt hier lange, man bekommt immer die Frage, sei von Polizei oder irgendwelche Leuten, die sagen, ja, sprechen Sie Deutsch? Ich sage, nee, ich spreche nur Französisch. Ich antworte natürlich auf Deutsch und sage, nein, ich spreche nur Französisch und ein bisschen Englisch. Und dann fangen sie an zu stottern. Dann Also die kann nicht antworten. Ja, weil sie erwarten natürlich, wenn sie fragen, sprechen Sie Deutsch, dass sie sagen,
keine Ahnung oder dass sie keine Ahnung haben. Ich antworte auf Deutsch. Ich sage, nein, ich spreche nur Französisch. Oder noch was ganz Hartes erlebt? Ja, einiges schon so im Berufsleben. Ich habe jemanden ausgebildet, ne? Er kam als Praktikant und dann aus ihm hat man meinen Chef gemacht sozusagen, und ich konnte das nicht verstehen, weil ich wollte diesen Posten auch haben und man hat ihm lieber ihn genommen, weil er hier Europäer ist, ne? Und das hat mich richtig wehgetan, weil man hat mir gezeigt, du bist nicht von hier. Ach so, Ja. Sie haben jemanden ausgebildet. Ja, ich habe Diese ihn, Person ist, was Sie gelehrt haben, diese Person ist Chef geworden. ist mein als Chef Sie. geworden, ja. Ach, Und das war ein Grund, warum ich doch diese Firma irgendwann mal verlassen habe. okay. Und klar, natürlich, ich wollte wissen, warum das so passiert ist. Dann kamen sie mit Ausreden und so weiter. Und ich kam nicht damit klar. Ja? Und ich wollte noch das irgendwie unterdrücken und sagen, okay, das ist passiert. Aber das hat ein bisschen wehgetan. Und als ich Fußball gespielt habe, so, und sie haben immer Wörter benutzt, die mit Tieren zu tun haben, ne? Dass ich schnell laufe wie eine Gazelle und solche Sachen. Und ich kam auch nicht damit klar, und deswegen habe ich mich auch so von Fußball zurückgezogen. Ich habe gesagt, ich heiße Yamga. Statt mich so Gazelle oder keine Ahnung so zu nennen, nehmen Sie mich mal bei meinem Namen. Ne? Also es gibt auch andere Europäer oder Deutsche, die schnell laufen. Man sagt auch nicht, man nennt sie auch nicht nach einem Tier oder so. Ne? Ja? Oder im Supermarkt oder überall, dass man an der Kasse kommt und man merkt, man grüßt die anderen und wenn man an der Reihe ist, man sagt ja nicht mal Hallo. Das sind so Kleinigkeiten, man merkt das so tagtäglich oder man sagt schönes Wochenende zu den anderen und wenn sie an der Reihe sind, man ignoriert sie, okay, Hauptsache er bezahlt und geht. Man kommt. Ob man damit klarkommt, ist eine andere Sache. Ja, das sind so, es gibt viele andere Dinge, die einem einfach fertig machen. Und wenn man nicht psychisch stark ist, ja, das kann schon einen fertig machen, sodass er seine Sachen so nicht richtig machen kann oder dass er am Ende des Tages nicht damit klarkommt. Rassismus, klar, aber ich will auch nicht sagen, dass alle rassistisch sind. Ne? Und, Haben Sie ganz nette deutsche Freunde? ja, habe ich immer noch einige. Was ich auch schätzen kann, ist, dass diese deutschen Freunde haben auch einigermaßen meine Kultur verstanden. Ah, schön. Ja? Deswegen sind wir auch bis heute noch Freunde, so über 10 Jahre, weil wenn sie zu mir mal gekommen sind, haben gesehen oder wir waren mal so bei afrikanischen Partys oder Veranstaltungen, da haben sie auch gemerkt, oh, so leben sie, diese Freude, diese Freudigkeit. Ne? So, wie wünschen Sie jetzt, wenn Ausländer aus Afrika oder aus Asien, die hier anfangen, in Deutschland zu leben, was würden Sie zu dem sagen? Dagegen, was kann man machen? Ja, das ist schwer zu sagen, weil, wie ich vorhin sagte, jeder erlebt Rassismus anders. Es gibt Ausländer, die seitdem sie in Deutschland leben, sie sind vielleicht mit einem Deutschen oder Europäer verheiratet oder sie würden sagen, nee, sie haben noch keinen Rassismus erlebt. Ah, Ne? okay. Also sagen wir mal, keinen in Anführungsstrichen, dass sie haben das nur nicht richtig erlebt wie einige, wie ich oder wie. Ne? Deswegen ist es schwer zu sagen. Ich kann nur jedem Ausländer empfehlen, immer darauf zu achten, mit wem man zu tun hat. Na? Wenn man auf der Arbeit ist, okay, man kennt einigermaßen alle Kollegen. Unter den Kollegen kann auch 1, 2, 3 sein, die mit einem nicht zufrieden ist oder die
dein Gesicht nicht mögen. Und wenn man das weiß, einfach Abstand. Okay. Ja? Ich funktioniere zum Beispiel immer nach dem Motto, bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Bist du nicht nett zu mir, Abstand. Okay. Weil wenn ich merke, er mag mich nicht, dann ist es sein Problem. Dann möchte ich mit ihm auch nichts zu tun haben. Ja? Ich war gestern in einer Privatschule zum Informieren, Oberstufe gewesen. Und da war auch, diese Schule ist sehr gut. Und da war auch ein paar schwarze Kinder. Schüler gesehen. Und die waren ganz fröhlich und glücklich. Also ich glaube, ihr Kind erlebt nicht so viel, denn wie Erwachsene. Ja, Kinder, das ist ja die neue Generation. Sie haben dann natürlich, ich will sagen, diesen Vorteil, dass es immer mehr wird. Ja, so mehr Kinder, mehr ausländische Kinder. Unsere Kinder natürlich werden nicht dasselbe erleben wie wir. Das ist klar. Weil sie sind ja geboren, die meisten, wachsen hier auf, haben deutsche oder Europäer Freunde und schließen ja so Freundschaft mit denen und von der Schule aus und wachsen ja mit denen auf und dann mit dieser Kultur auf. Und nichtsdestotrotz, da muss man auch aufpassen. Als Ausländer muss man sein Kind trotzdem immer sagen, dass das Kind einfach aufpassen muss. Vor allem, wenn irgendwas ist, was mit Rassismus zu tun hat, dass er Rassismus erlebt, dann muss er drüber reden. Ja. Mit den Eltern reden. Sofort Sofort reden, reden und man kann das Kind ja darauf vorbereiten. Ja. Ja. Und dann auch mit dem Lehrer sprechen. Mit dem Lehrer weil sprechen, ja. in der Schule irgendwas Klasse oder was passiert, was damit nie wieder passieren kann. Ja. Ja. Ansonsten, wenn also einer drückt, nichts sagt, dann der andere macht immer mehr und dann nachher wird er groß. Und Ja. er muss sofort stoppen. Also ich glaube, die deutsche Schule, diese Sachen machen die gut. Wenn einer informiert, dann machen die sofort. Also Johnny war auch in der Schule, also 5. Klasse einmal gewesen. Ich bin gleich nach Schule gegangen Ja, ja. und dann Bescheid gesagt und dann den nächsten Tag Lehrer hat dann mit den ganzen Schülern darüber diskutiert und das darf nicht und dann danach auch nie passiert und ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, Also, das ist meine Tochter auch passiert. Sie war, glaube ich, auch in der 5. Klasse. ja. Sie kam nach Hause. Einmal habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich dachte, okay, sie war neu in der Schule. Ne? Ja. Sie war ein bisschen frustriert und so weiter. Und dann kam ich nach Hause nach der Arbeit. Dann sagte meine Frau zu mir, das Kind weint die ganze Zeit und irgendwas stimmt nicht mit ihr. Also, ich habe mit ihr geredet. Sie meinte, sie hat keinen Bock mehr auf die Schule. Oh. Ich sage, warum? Ja, das sind so Jungs, sie nerven und sie haben mich schon 2, 3 Mal Neger genannt. Ja. Oh, also warum hast du das nicht gesagt? Beim letzten Mal habe ich sie gefragt, du hast gesagt, nee, ist alles in Ordnung und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, habe ich verstanden. Ich habe in der Schule angerufen und die Lehrerin damals meinte, ja, wissen Sie, das ist ja unter Kinder, kann man passieren und so weiter. Ich habe gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, wenn die Lehrerin anscheinend will keine Lösung finden, aber wenn jemand dir das nochmal sagt, musst du mir Bescheid sagen, ich komme sofort in die Schule. Ist nochmal passiert, ich habe freigenommen von der Arbeit, ich bin hingegangen, ich habe gesagt, zeig mir mal die Jungs, die das machen. Ja. Weil ich rede mit der Lehrerin, die sagt, nein, das passiert unter Kindern und so weiter. Das ist auch nicht normal, ja. Lehrer. Normalerweise Lehrer reagieren, aber diese Lehrer war nicht so. Ja, sie war nicht kollegial. Ne? So. Und ich komme in die Schule, meine Tochter sagt, ja, das sind die Jungs. Ich bin zu den Jungs gegangen und sage, ey, ich bin ihr Vater. Wenn ihr das nochmal macht, dann
Ich werde das mit euch klären. Oskar schläft. Entschuldigung. Oskar! Wir filmen hier, nie geschlafen. Okay. Wenn ihr das nochmal macht, ich werde das mit euch klären. Ich werde auf euch da draußen warten. Na, das war nur so eine Art Drohung, ne, damit sie aufhören. Und dann, ich bin an dem Tag auch so zu Schuldirektor direkt gegangen. Ja, muss Direktor gehen. Schuldirektor. Wenn Lehrer nicht Ja, reagieren. ja. dann Und direkt gehen, ich habe zwar keinen Termin, aber das ist für mich ein erster Fall. Es ist ein Fall, der sehr, sehr ernst ist. Und das kann doch nicht passieren. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und ein Kind kommt nach Hause voll weinen, ja, und hat keinen Bock mehr auf die Schule. Und ich rufe die Lehrerin und sie sagt, das passiert da unter Kindern jeden Tag. Und das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe da ein bisschen so Druck gemacht und ich war auch ein bisschen richtig sauer. Und dann hat mich die Lehrerin angerufen, ja, Jamga, ich wusste nicht, dass sie so doll ist und dass die Tochter so betroffen war. Ich sage, ja, können Sie ja nicht wissen. Das ist ja nicht Ihr Kind. Ja? Und 2, 3 Monate später, dann war der Fall erledigt. Und die Jungs sind mit meiner Tochter so Best Friends geworden. wirklich? Ja, sie haben sie geschützt. Meine Tochter ist sogar Klassensprecherin geworden und so weiter. Und Toll. also solche Geschichten. Also das ist, muss man aufpassen. Und als Eltern muss man da sein. Wenn ein Kind, vor allem für uns als Ausländer, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, Papa, da stimmt irgendwas nicht. Lehrer hat mit mir geschimpft wegen meiner Auskunft, meiner Hautfarbe und so weiter. Die hat reagiert. Ja. Also die Kinder, die Hänsel oder so was sagen, zum Beispiel zu uns sagen die Reisfresser oder so, in der Schule so auch schon erlebt. Ja. Aber also die meisten Kinder wissen nicht, wenn ich so sage, die andere, wie viel betroffen und wie viel verletzt. Genau, das wissen sie nicht, ja, das stimmt. Und deswegen muss das man wirklich von Lehrer oder Schule aus erklären. Und damit, das das habe ich Fehler gemacht, soll nicht. Und dann also können sie sogar die Kinder deswegen Best Freund geworden. Ja, das ist so. Weil dann haben sie dann gemerkt, was wir gesagt haben, war nicht richtig, wenn der Vater ja schon kommt und uns bedroht. Wenn das nochmal passiert, dann kommt er wieder. Da haben sie auch Angst bekommen. Ne? Also das ist wichtig. Ja. Gut. Ach, das war heute ein sehr nettes Gespräch. Und ja, also immer die Menschen sind kompliziert, so immer zum Verstehen und also nicht so ärgerlich oder nicht Hass oder so, zum gegenseitig Verstehen. Dann kommt irgendwann kommt die Freude um Freunde. Ja, das ist. Die Menschen sind überall gleich. Das ist überall so, ne? Weil was ich auch nicht verstehe, damit wir das hier abschließen, ist, wie kommt das ein Schwarzer, der Amerikaner ist, er würde hier neben mir stehen, es gibt keinen Unterschied, es ist dieselbe Hautfarbe, aber wenn wir da draußen sind, nur die Tatsache, dass er Amerikaner ist, er wird mehr akzeptiert als ich. Ja, es ist so. Ist so. Wenn wir so zu Meetings gehen, das habe ich ja schon erlebt. So, okay, I'm American. So, okay, I'm African. Okay, no, der zur Seite und der Amerikaner. Obwohl sie dieselbe Hautfarbe. Sie müssen doch nach Amerika gehen und da leben können. Da besser gewesen wahrscheinlich. Sie spricht ja mehrere Sprachen. Ja, das ist. Eigentlich mehr Chance gewesen. Da habe ich am Anfang gedacht. Da ist ja die richtige viele Chance und mehr Open. Naja. Das ist. Also jedenfalls immer Selbstbewusstsein. Und sehr immer wichtig. Schön, Kopf hoch. Wissen, wo man herkommt. Genau. Ja. Und selber stolz, aber nicht arrogant werden. Und immer schön mit den Leuten nett und anfassen. Das finde ich gut. Okay, vielen Dank, Herr Janga. Und Gern geschehen. Ja. Ja. Und wahrscheinlich nächstes Mal irgendein anderes Thema. Ein anderes Thema, immer gerne. Immer gern. Ihnen auch viel Erfolg mit Ihrem Kanal. Okay, danke sehr. Und bis nächstes Mal. Wie sagt man Tschüss auf Koreanisch? Annyeong. Annyeong. Annyeong.